Hast du dich jemals gefragt, wie eine Zivilisation, die vor über 1000 Jahren verschwand, immer noch die Welt in Atem hält? Die Maya hinterließen Pyramiden, die den Himmel berühren, und einen Kalender, der angeblich das Ende der Welt vorhersagen konnte. Doch wusstest du, dass ihre Höhlen als Tore zur Unterwelt galten, eins einer mystischen Welt, in der sie glaubten, ihre Schicksale würden entschieden? Bleib dran, denn wir werden enthüllen, wie diese faszinierende Kultur die Sterne beherrschte und warum sie mehr mit Kleopatra gemeinsam hat, als du dir vorstellen kannst. Die Maya, ein Volk, das einst die dichten Dschungel Mesoamerikas in pulsierende Städte verwandelte. Sie erschufen Bauwerke wie die Pyramide von Chichen Itza, ein Wunder der Welt, das durch seine heilige Geometrie und astronomische Präzision bis heute Rätsel aufgibt. Ihre Mythen erzählen von gefiederten Schlangen und rituellen Opfern, die das Gleichgewicht zwischen Himmel, Erde und Unterwelt bewahren sollten. Warum hatten die Maya so tiefgreifende Kenntnisse der Astronomie? Und welche Rolle spielte eine geheimnisvolle Unterwasserhöhle, die über 350 Kilometer lang ist, in ihrer Religion und ihrem Überleben? Wissenschaftler wie Dr. Anthony Aveni, ein führender Astronom, sehen in den Bauwerken der Maya wie El Castillo den klaren Beweis für ihre astronomische Expertise. Die Ausrichtung der Treppen und das Licht- und Schattenphänomen zeigen, wie die Maya den Zyklus der Sonne in ihre Architektur integrierten. Doch trotz all ihrer Errungenschaften gibt es bis heute eine ungelöste Frage. Was führte zum plötzlichen Untergang dieser hochentwickelten Zivilisation? War es Dürre, Krieg oder eine tiefgreifende gesellschaftliche Krise? Dieses Video führt dich tief in die Welt der Maya. Eine Welt voller Mythen, wissenschaftlicher Entdeckungen und überraschender Lehren für die Gegenwart. Bleib dran, denn das Beste kommt noch. Und glaub mir, du willst nicht verpassen, welche Geheimnisse wir für dich aufdecken. Mitten im Dschungel der Halbinsel Yucatan thront die Pyramide von Chichen Itza, bekannt als El Castillo, das Schloss. Dieses monumentale Bauwerk, das fast 30 Meter in den Himmel ragt, ist ein Symbol für die außergewöhnliche Intelligenz der Maya. Mit seinen 365 Stufen, eine für jeden Tag des Jahres, und seiner präzisen Ausrichtung auf die Himmelsrichtungen verbindet es Wissenschaft, Religion und Kunst. Ein besonderes Phänomen macht El Castillo einzigartig. Zur Tag- und Nachtgleiche im Frühling und Herbst wirft das Sonnenlicht Schatten auf die Stufen, sodass die Illusion einer sich bewegenden Schlange entsteht. Diese lebendig werdende Schlange symbolisiert Kukulkan, die gefiederte Gottheit, die Himmel und Erde verbindet. Anthony Aveni, Experte für Astronomie, beschreibt Chichen Itza als Meisterwerk der astronomischen Planung, das die kosmische Weltanschauung der Maya widerspiegelt. Doch die Geheimnisse dieser Pyramide reichen tiefer. Archäologen fanden unter ihr verborgene Tunnel, eine Opferkammer und sogar eine natürliche Zenote, die als Eingang zur Unterwelt galt. Forscher wie Linda Scheele betonen, dass die Platzierung über einer Zenote die Rolle von Chichen Itza als heiliges Zentrum verstärkt. El Castillo ist mehr als nur ein Bauwerk. Es ist ein Zeugnis für die Maya-Kultur, die ihre Architektur nutzte, um die kosmische Ordnung zu bewahren. Es verbindet Mythologie und Mathematik und gibt uns einen Einblick in die einzigartige Welt einer Zivilisation, die die Sterne zu lesen wusste und ihre Geschichten in Stein schrieb. Die Maya waren wahre Meister der Zeitmessung und Astronomie. Ihr Kalender, der als einer der präzisesten der antiken Welt gilt, basiert auf einer langen Zählung, die mehr als 5000 Jahre umfasst. Eine oft missverstandene Prophezeiung bezog sich auf das Jahr 2012, nicht als das Ende der Welt, sondern als den Abschluss eines großen Zyklus und den Beginn eines neuen. Besonders beeindruckend ist ihr Wissen über Venus, die Sonne und den Mond. Venus galt als himmlischer Marker, der Krieg und Frieden beeinflusste. Die Maya beobachteten Himmelsbewegungen mit bloßem Auge und integrierten ihre Erkenntnisse in ihre Bauwerke. Anthony Aveni hebt hervor, dass die Pyramiden nicht nur religiöse Zentren waren, sondern auch Observatorien. Die Architektur von Chichen Itza zeigt eine akribische Ausrichtung, die die Bewegungen der Himmelskörper einfängt. Ihr Verständnis des Kosmos ging jedoch über Astronomie hinaus. Die Maya-Kosmologie verband Himmel, Erde und Unterwelt zu einem harmonischen Ganzen. David Stewart, Experte für Maya-Schrift, erklärt, ihre Hieroglyphen zeigen, wie die Verbindung zu den Göttern durch kosmische Ereignisse symbolisiert wurde. El Castillo ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Maya Wissenschaft und Spiritualität vereinten. Das Licht- und Schattenphänomen während der Tag- und Nachtgleiche erinnert nicht nur an ihre tiefgreifenden Kenntnisse der Astronomie, sondern auch an ihre spirituelle Verbundenheit mit den Sternen. Die Maya haben uns gezeigt, dass Astronomie nicht nur Wissenschaft war, sondern ein Schlüssel, um das Universum zu verstehen und das Leben
Leben in Einklang mit den kosmischen Zyklen zu führen. Für die Maya waren die Zenoten und Höhlen weit mehr als geologische Formationen. Sie galten als Tore zur Unterwelt, bekannt als Xibalba. Diese mystische Welt, tief unter der Erde, wurde als der Wohnsitz mächtiger Götter betrachtet, die über das Schicksal der Menschen bestimmten. Rituale und Opfergaben, darunter Menschenopfer, wurden durchgeführt, um die Götter zu besänftigen und das Gleichgewicht zwischen den Welten zu bewahren. Eine zentrale Figur in der Mythologie der Maya war Kukulcán, die gefiederte Schlange. Diese Gottheit, die Himmel und Erde verband, wurde in Chichén Itzá durch die Pyramide von El Castillo verehrt. Die symbolische Darstellung der herabsteigenden Schlange während der Tag- und Nachtgleiche zeigt die enge Verbindung zwischen Mythos und Wissenschaft in der Maya-Kultur. Linda Scheele, Expertin für Maya-Kosmologie, betont, dass die Zenoten nicht nur heilige Orte, sondern essentielle Bestandteile des kosmischen Glaubenssystems der Maya waren. Diese natürlichen Wasserlöcher, wie die Cenote Sagrado, wurden als Eingänge zu Xibalba angesehen und Archäologen fanden dort Überreste von Ritualen, darunter Keramiken, Altäre und Skelette. Eine der faszinierendsten Entdeckungen ist die längste Unterwasserhöhle der Welt auf der Halbinsel Yucatan. Diese Höhle erstreckt sich über mehr als 350 Kilometer und enthält Fossilien von längst ausgestorbenen Tieren sowie Hinweise auf rituelle Praktiken der Maya. Für die Maya war die Unterwelt nicht nur ein Ort des Todes, sondern auch der Schöpfung. Sie glaubten, dass aus der Dunkelheit Leben entstand. Ein Glaube, der ihre Rituale, Bauwerke und Geschichten prägte und bis heute tief in der Mystik ihrer Kultur verankert ist. Die Maya-Zivilisation war weit mehr als Pyramiden und Rituale. Während Könige und Priester oft im Mittelpunkt stehen, zeigt die Archäologie, wie wichtig die einfachen Menschen für das Funktionieren der Gesellschaft waren. Seltene Wandmalereien enthüllen Szenen aus ihrem Alltag. Das Malen von Mais, das Zubereiten von Speisen und das Verarbeiten von Tabakblättern. Solche Bilder geben uns wertvolle Einblicke in die Lebensrealität der Mehrheit der Bevölkerung. Ein ungewöhnlicher Aspekt ihrer Kultur war die Rolle der Schokolade. Kakaobohnen dienten nicht nur als Getränk, sondern auch als Zahlungsmittel und Steuer. Wandmalereien zeigen Händler und Priester mit Schalen flüssiger Schokolade. Ein süßes Gold, das die Wirtschaft und Kultur der Maya prägte. Die Maya bauten ihre Städte anders als viele antike Zivilisationen. Statt dicht bebauter Metropolen entstanden weitläufige Siedlungen mit geringer Dichte, die sich harmonisch in die Natur einfügten. Dieser Ansatz erlaubte es ihnen, große Agrarflächen zu bewirtschaften und gleichzeitig Platz für monumentale Bauwerke zu schaffen. David Stewart, Experte für Maya-Schrift und Gesellschaft, erklärt, die Hieroglyphen erzählen nicht nur von Königen, sondern auch von der engen Verbindung zwischen den Herrschenden und den einfachen Menschen, die die Zivilisation trugen. Die sozialen Strukturen der Maya waren komplex. Könige wurden oft als Halbgötter verehrt, während Priester die rituellen und spirituellen Angelegenheiten lenkten. Die breite Bevölkerung jedoch bildete das Fundament, auf dem die Errungenschaften der Maya überhaupt möglich wurden. Ein Beweis für die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel aller gesellschaftlichen Klassen. Die Maya beeindruckten nicht nur durch ihre Monumentalbauten, sondern auch durch ihre technologischen und künstlerischen Errungenschaften. Ein herausragendes Beispiel ist Maya-Blau, ein Farbstoff, der bis heute Wissenschaftler fasziniert. Diese langlebige Farbe, hergestellt aus Indigo und einer speziellen Tonart namens Atapulgit, leuchtet noch nach über 1600 Jahren auf den Ruinen der Maya. Ihre Kunst war also nicht nur ästhetisch, sondern auch technologisch bahnbrechend. Eine ihrer größten Innovationen war die Wasserbewirtschaftung. In der wasserarmen Region des Yucatan entwickelten die Maya riesige unterirdische Zisternen, sogenannte Schultunen. Diese konnten Zehntausende Liter Wasser speichern und wurden so gestaltet, dass Regenwasser effizient gesammelt wurde. Die Wasserversorgung war essentiell für das Überleben in Dürreperioden und zeigte das technische Geschick der Maya im Umgang mit ihrer Umwelt. Anthony Aveney hebt hervor, dass die Bauweise der Maya nicht nur ihre Umwelt respektierte, sondern durch komplexe Planung und Innovation die Grundlage für ihre großartigen Städte bildete. Ihre Bauweise zeugt ebenfalls von Weitsicht. Sie errichteten häufig neue Gebäude auf den Fundamenten älterer Strukturen. Diese Praxis sparte Ressourcen und bewahrte die symbolische Bedeutung heiliger Orte. Doch trotz ihrer technischen Brillanz hinterließen die Maya Spuren von Umweltzerstörung. Die großflächige Abholzung für Bauprojekte und Landwirtschaft führte zu einer langfristigen Schädigung der Ökosysteme. Ihre Geschichte lehrt uns, dass Innovationen allein nicht ausreichen. Nachhaltigkeit ist der Schlüssel für das Überleben einer Zivilisation. Der plötzliche Untergang der Maya-Zivilisation ist eines der
größten Rätsel der Geschichte. Theorien reichen von jahrzehntelangen Dürreperioden über soziale Unruhen bis hin zu religiösen und politischen Umwälzungen. Archäologische Untersuchungen zeigen, dass klimatische Veränderungen wie langanhaltende Trockenheit die landwirtschaftliche Grundlage der Maya zerstörten und das empfindliche Gleichgewicht ihrer Gesellschaft ins Wanken brachten. Ein weiterer Faktor könnte der Einfluss des Quetzalcoatl-Kults gewesen sein. Diese neue religiöse Ideologie, die sich im 9. Jahrhundert ausbreitete, führte zu Spannungen zwischen traditionellen Maya-Eliten und Anhängern des Kults. Politische Machtkämpfe verschärften die Situation zusätzlich. Archäologe David Stewart erklärt, die Hieroglyphen bezeugen einen Wandel in den Machtstrukturen der Konflikte und letztlich den Zusammenbruch beschleunigte. Die Aufgabe von Städten wie Chichén Itzá geschah jedoch nicht überstürzt. Forscher fanden Spuren eines geordneten Verlassens, sorgfältig aufgeräumte Häuser und intakte Keramiken, die darauf hindeuten, dass die Bewohner planten, zurückzukehren. Doch dazu kam es nie. Linda Scheele hebt hervor, dass die Symbolik des Niedergangs tief mit der Maya-Kosmologie verbunden ist. Für die Maya bedeutete das Ende eines Zyklus oft Transformation. Aber diese Transformation brachte auch das Risiko der Auflösung mit sich. Die Geschichte der Maya ist eine Warnung und zugleich eine Inspiration. Sie zeigt, wie verwundbar selbst hochentwickelte Zivilisationen gegenüber Umweltveränderungen und internen Konflikten sind. Ihre Lehren erinnern uns daran, wie entscheidend Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit und Anpassungsfähigkeit für das Überleben einer Gesellschaft sind. Die Geschichte der Maya fasziniert uns bis heute, nicht nur wegen ihrer beeindruckenden Errungenschaften, sondern auch wegen ihres plötzlichen Verschwindens. Ihre Monumente wie El Castillo in Chichén Itzá sind stille Zeugen einer Zivilisation, die den Kosmos verstand und ihre Umwelt meisterhaft anpasste. Doch sie erzählen auch von den Herausforderungen, die selbst eine so fortschrittliche Gesellschaft nicht bewältigen konnte. Die Maya hinterließen uns mehr als nur Ruinen. Sie hinterließen uns Lektionen. Ihre Innovationen, wie die Wasserbewirtschaftung und der Maya-Kalender, zeigen ihre Fähigkeit, auf Probleme kreativ zu reagieren. Doch ihre Fehler, wie die Übernutzung der Naturressourcen, mahnen uns, den Planeten achtsam zu behandeln. David Stewart erinnert uns daran, die Geschichte der Maya ist ein Lehrbuch für Erfolg und Scheitern, ein Spiegel für die Herausforderungen unserer modernen Welt. Auch Linda Scheele betonte, dass ihre kosmische Perspektive darauf hinwies, wie eng das Schicksal der Menschheit mit ihrer Umwelt verbunden ist. Heute stehen wir vor ähnlichen Herausforderungen: Klimawandel, soziale Spannungen und der Umgang mit Ressourcen. Die Maya zeigen uns, wie bedeutend Zusammenarbeit, Anpassungsfähigkeit und nachhaltiges Denken sind. Was denkst du über das Erbe der Maya? Glaubst du, wir können aus ihren Fehlern lernen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren und lass uns die Botschaften dieser faszinierenden Zivilisation weiter erforschen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und bleib dran. Die Vergangenheit hat noch viele Rätsel, die darauf warten, gelöst zu werden.